Hallo Freunde, einst primitive Brücken, die einen über ein Wasserreservoir geworfenen Baumstamm darstellen, tauchten in der Antike auf. Mit der Entwicklung der Technologie lernte die Menschheit, wirklich erstaunliche Strukturen zu bauen. Ein prominentes Beispiel hierfür ist das Tanjung Khonsan Viadukt, das im Guinness-Buch der Rekorde als längste Brücke der Welt aufgeführt ist. Dennoch gibt es Stellen, an denen die Brücke langweilig erscheint, aber noch nicht gebaut wurde. Darunter befindet sich die Straße von Gibraltar, die durch ihre Verbindung mit dem Mittelmeer von globaler Bedeutung ist. Zusammen mit dem Atlantischen Ozean ist er die wichtigste Kommunikationsroute zwischen den Mittelmeeranrainerstaaten und dem Rest der Welt. Täglich passieren etwa 200 große Schiffe diese Route. Seine Rolle wurde noch bedeutsamer. Nach der offiziellen Öffnung des Suezkanals für die Schifffahrt nach 1869. 160 Kilometern teilte der Kanal Eurasien und Afrika, so dass Schiffe nicht mehr um Afrika herumfahren mussten, um vom Indischen Ozean zum Mittelmeer und umgekehrt zu gelangen. Dadurch verkürzte sich die Reise um fast 8000 Kilometer, doch im Fall der Straße von Gibraltar war alles anders. Seine gegenüberliegenden Seiten wollten schon lange durch eine Landbrücke zwischen der Iberischen Halbinsel und Marokko verbunden werden. Es herrscht starker Fährverkehr, was eine Überquerung der Meerenge bedeutet. Ihre Form ist aus verschiedenen Gesichtspunkten vorteilhaft, zum Beispiel aus touristischer und wirtschaftlicher Sicht. Um Europa und Afrika zu verbinden, reicht es aus, eine 15 Kilometer lange Brücke zu bauen. Da die Mindestbreite der Meerenge etwas mehr als 14 Kilometer beträgt, ist sie nach modernen Maßstäben nicht so groß. Übersteigt ein solches Projekt wirklich die Möglichkeiten Europas oder verfügen die Europäer nicht über eine solche Technologie? Das wissen nur wenige Menschen, aber der eigentliche Versuch, die Küsten miteinander zu verbinden, gibt es schon seit langem. In Wirklichkeit stellte sich heraus, dass alles viel komplizierter war. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts begannen sich Brückenprojekte und andere Möglichkeiten zur Verbindung der beiden Ufer zu entwickeln. Einige von ihnen können keineswegs als unvorsichtig bezeichnet werden. Ende der 20er Jahre entwickelte es der deutsche Architekt Hermann Serdel. Das Atlantische Deckenprojekt wollte Europa mit Afrika vereinen und es für Europäer klimatisch zugänglicher machen. Zu diesem Zweck wurde vorgeschlagen, einen Staudamm zu bauen, der die Straße von Gibraltar aufstauen soll. Ein Staudamm mit einer Länge von 29 Kilometer auf dem Meeresboden mit einer Tiefe von bis zu 320 m schien dem Autor durchaus möglich, ebenso der Bau von 2 Staudämmen über die Dardanellen. Dank solcher Bauwerke würde verhindert, dass Wasser aus dem Atlantischen Ozean ins Mittelmeer fließt. Der Wasserspiegel darin würde allmählich um 1,5 Meter pro Jahr sinken. Aber eine solche Abflussgeschwindigkeit gefiel Sergei nicht, deshalb schlug er vor, Wasser durch einen speziellen Kanal zu pumpen und in die Sahara zu leiten, wodurch dort ein künstliches Meer entstehen würde. Nach den Berechnungen des Projektautors würde der Pegel des Mittelmeers in einigen Jahrzehnten um 200 m sinken. Es wurde angenommen, dass nur das Wasserkraftwerk Gibraltar. Es kann 50 Gigawatt Strom erzeugen, was mehr als 50% der aktuellen Kapazität der US-Atomindustrie ausmachen würde. Auf diese Weise wäre es möglich, nicht nur die umliegenden Regionen mit Strom zu versorgen, sondern auch die Sahara mit Salzwasser zu versorgen und so ein riesiges Land für die Landwirtschaft zu schaffen. Nach dem Plan von Serge Olaf würden Europa und Afrika durch die Verbindung Europas und Afrikas mit Stromleitungen vom Wasserkraftwerk Gibraltar und deren weitere Verbindung über Straße und Schiene zu einem neuen Teil der Welt werden. Als die Nationalsozialisten in Deutschland an die Macht kamen, versuchte Sergei, auf das Projekt aufmerksam zu machen, aber Hitler war daran nicht interessiert und dem Architekten wurde außerdem verboten, den Atlas der Decke zu bewerben. Daher begann er erst nach dem Krieg wieder, seine Ideen aktiv zu veröffentlichen. Vielen Großindustriellen gefiel dieses Projekt. Sie hofften, damit gutes Geld zu verdienen. Trotzdem wurde nie die erforderliche Menge gefunden. Für die Realisierung des Projekts muss man einräumen, dass das Projekt noch weitgehend utopisch war. Seine Ankündigung löste bei den Bewohnern Südeuropas Empörung aus. Im Jahr 19152 starb Ambos, und mit ihm fiel der fantastische Atlanthropus. In Vergessenheit geraten. Es gab aber auch realistischere Projekte zur Verbindung der beiden Kontinente, sie waren so konzipiert.
Wie unterschiedlich Brücken für unterirdische Tunnel sind. Bevor wir uns die interessantesten ansehen, wollen wir herausfinden, wie komplex ihre Umsetzung ist und warum es bisher nur zaghafte Versuche gab, etwas auf dem Papier zu beginnen oder zu tun. Probleme, hauptsächlich natürlicher und geografischer Natur. Die Tiefe der Straße von Gibraltar beträgt in einigen Gebieten mehr als 1000 m. Zum Vergleich, das höchste Gebäude der Welt, der Burj Khalifa in Dubai, ist 828 m hoch. Stellen Sie sich nun vor, Sie müssten eine Stütze schaffen, die viel höher ist als Sie. Der Weltrekord für die Höhe der Brückenstütze, die zum Millau-Viadukt gehört, liegt nur 245 m unter den Pfeilern mit einer Höhe von einem Kilometer. Sie wurden nie geschaffen, außerdem ist ein ernstzunehmendes Hindernis eine sehr starke, multidirektionale Strömung. Der untere Teil wandert nach Westen und der obere Teil nach Osten. Aufgrund dieser Tiefen- und Fließeigenschaften sind der Bauprozess und die Instandhaltung einer klassischen Brücke mit Stützen kompliziert. Gleichzeitig muss man sich an mögliche Naturkatastrophen erinnern. Die Kosten des Projekts belaufen sich auf Milliarden US-Dollar. Viele europäische Wissenschaftler sind davon überzeugt, dass der Bau einer solchen Brücke technisch unrealistisch ist. Dennoch schlug er in den 1990er Jahren ein Brückenprojekt über Gibraltar vor. Der amerikanische Bauingenieur chinesischer Herkunft, Tuning Gas, wollte Europa und Afrika durch 2 Missionen verbinden. Seine Brücke hat eine beispiellose Spannweite von 5000 m. Lin beauftragte ein Ingenieurbüro in San Francisco als unabhängige Berater mit der Erstellung von Computermodellen, Strukturkonfigurationen sowie Systemsteifigkeiten und Aerodynamik. Im Allgemeinen wurde eine sehr große und ernsthafte Arbeit geleistet. Der Bau wurde damals auf 15 Milliarden Dollar geschätzt. Doch wie Sie bereits wissen, blieb das Projekt nur auf dem Papier. Später im Jahr 2004 entwarf der amerikanische Architekt Eugene Sue eine weitere sehr ungewöhnliche Version der Brücke. Er entwarf eine schwimmende Brücke, deren segmentierte Struktur einem Rückgrat ähnelt, wobei ein Teil der Strukturen untergetaucht werden sollte, um keine Probleme bei der Schiffsnavigation zu verursachen. In der Mitte wollte der Architekt eine fast 5 Kilometer breite künstliche Insel nachbilden. Sie wollten Wind- und Wasserturbinen installieren, die einen großen Teil Marokkos und des Südens mit Strom versorgen könnten. Spanien. Wenn die erstaunliche Eugene Sue Brücke gebaut würde, würde sie definitiv zu einer der Hauptattraktionen der Region werden, aber dieses Mal hat es auch nicht funktioniert. Aber wenn Brücken nicht funktionieren, welche anderen Optionen gibt es dann? Der Bau eines Tunnels unter der Straße von Gibraltar beschäftigt die Menschen schon seit langem. Zum Beispiel ist ein Tunnel unter dem Ärmelkanal 51 Kilometer lang und damit mehr als 3-mal länger, als in der Straße von Gibraltar nötig wäre. Die Idee erschien zunächst in Form eines Plans. Vor 100,5 Jahren. In der Folge verhinderten finanzielle Probleme und Umsetzungsschwierigkeiten die Umsetzung. In den 1930er Jahren nahm Spanien das Tunnelprojekt wieder auf, aber es wurde bald klar, dass der Grund der Meerenge aus sehr hartem Gestein bestand, so dass es zu schwierig sein würde, dort einen Tunnel zu durchqueren. Eine weitere Schwierigkeit bestand darin, dass das Gebiet des Felsens von Gibraltar eine tiefe Meerenge von etwa 900 m. In dieser Tiefe wurden noch keine Tunnel gebaut. Trotz früherer Misserfolge hatte Spanien es nicht eilig, den Bau des Tunnels endgültig abzubrechen. Im Jahr 1979 wurde ein gemeinsames Spanien gegründet, um das neue Projekt umzusetzen. Im Zuge der Untersuchungen des marokkanischen Komitees sind weitere Schwierigkeiten ans Licht gekommen, mit denen Bauherren möglicherweise konfrontiert sind. In der Mitte der Meerenge treffen die afrikanische und die eurasische tektonische Platte aufeinander, wodurch eine seismische Gefahr entsteht. Der Bruch selbst ist mit 2 Lehmkanälen gefüllt, was die Konstruktion zusätzlich erschwert. Sie versuchten 40 Jahre lang, das Projekt zu verwirklichen, aber am Ende wurde es aufgrund der Überschwemmung von 2 bereits gebauten Abschnitten und Wartungsproblemen geschlossen. Im Jahr 2021 begann die Presse erneut über die Schaffung eines Unterwassertunnels zwischen Europa und Afrika zu schreiben. Diesmal war das Vereinigte Königreich ernsthaft an der Umsetzung des Projekts interessiert. Tatsache ist, dass das Land nach dem Austritt aus der Europäischen Union nach neuen Handelsverbindungen suchen muss. Der Bau eines Tunnels von Gibraltar nach Tanger, dem größten Hafen Marokkos, erscheint in diesem Zusammenhang als sehr logischer Schritt. Es ist jedoch nicht ganz klar, wie die Grenzen kontrolliert werden und auf wessen Schultern die Finanzierung lasten wird.
Jedenfalls gibt es noch keine annähernd genauen Informationen zu diesem Projekt. Es wird prognostiziert, dass Afrika in den kommenden Jahrzehnten zu einer der am schnellsten wachsenden Regionen der Welt werden wird. Besonders wichtig wird in diesem Szenario eine Brücke oder ein Tunnel, die zwei Kontinente verbinden. Es besteht also die Möglichkeit, dass der Übergang früher oder später tatsächlich eintreten wird, und das war's. Unsere Freunde, wenn das Video interessant war, schreiben Sie Ihre Kommentare. Und sehe dich bald.